gegen die New York Rangers. Auf der anderen Seite Montreal mit Thomas Vanek gegen Tampa Bay Lightning. Und wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, haben sie jetzt das Heimrecht verloren. Gell? Dass Tampa, glaube ich, sogar das Heimrecht haben wird. Bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher. So oder so, die spielen gegeneinander. Gary Joe für Dave Meckler. Andi Nödel. Schöne Bewegung von Rowe. Und noch besser getroffen von Brian Fahey. Genau 2,5 Minuten nach dem Ausgleich und wieder muss ein Powerplay herhalten. Aber wie gut war das von Garrett Rowe? Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, Garrett Rowe die ganze Zeit schon auf der rechten Seite, auch im ersten Drittel im Powerplay. Ständiger Unruheherd, der richtige Playmaker da auf der Seite. Und ja, der Schuss von Fay noch ganz leicht abgefälscht, haben wir es gesehen, von dem Spieler, der da blocken wollte. Und für Hübel lege ich mich einmal fest, da auch nichts zu halten. Aber wirklich toll, was Garrett Rowe auf der rechten Seite für ein Wirbelwind ist mit der Scheibe. Ja, ich erinnere an Tommy Koch, ich erinnere an Ryan Duncan. Ja, er ist genau in diese Rolle da geschlüpft. Brian Fahey, zweites Playoff-Tor für ihn. Damit übernimmt er bei den Verteidigern die Führung in der Punktewertung mit 10 Punkten vor Alexander Eck. Aber Bozen kommt. Und Strafe ist angezeigt, diesmal gegen Salzburg. John Esposito. Marco Insam. Jaroslav Hübel jetzt aus dem Tor. Und jetzt wird die Strafe ausgesprochen. Und dieses Powerplay von Bolzen gleich nach einem Powerbreak. Villacher Bierfreude. Villacher, ein Bier wie wir. Red Bull Salzburg hat es tatsächlich geschafft, zum zweiten Mal in Führung zu gehen. Die Powerplays natürlich ganz besonders wichtig. Matthias Tratnik, die Special Teams sind es heute, ne? Ja. Okay. Wie hart ist es da draußen? Jetzt Bozen mit der Powerplay-Chance. Ja, wir machen uns das Leben selber schwer. Zwar jetzt schon wieder Strafe in den Drittel, zweite. Wir müssen mehr bereit sein in gewissen Situationen. Da die Scheibe leichtfertig hergeschenkt. Ja, unser eigener Fehler. Danke, Matthias. Ja, auch ein bisschen anstrengend, Spiel 5. Ja, lass den Matthias doch erstmal durchatmen. Da tun wir jetzt beide leid. Der Matthias Tratnik, der schon keine Luft mehr kriegt. Und der Werner, der ihm da Fragen stellen muss, weil natürlich die Zuschauer zu Hause auch wissen wollen, was die Spieler da jetzt gerade so denken und zu sagen haben. Aber ja. So, dürft ihr erstmal durchatmen auf Werners verbales Maschinengewehr. Aber wenn er so viel Kraft hat wie ich, dann würde er mit dem Werner Wien, Salzburg und Retour fahren. Ja, da könnte er erst mit ihm reden. So, zweites Powerplay steht an für den HCB. Brian Fahey. Alexander Ecker. Sebastian Pichet. Garrett Rowe wieder dazwischen. Gut gemacht. Vielleicht der Konter von Motzko. Sebastian Pichet. Alles läuft immer über seine Kelle. Diesmal für Strömberg. Er bekommt hier keine Unterstützung. Es ist relativ einfach für Salzburg. Heinrich jetzt gegen Ecker. Auch das stark gemacht von Dominik Heinrich. Wie cool war das jetzt? Ja? Das ist dann auch Routine. Und da brauchen wir nicht reden, ob jetzt der Heinrich jung oder alt ist. Das war jetzt einfach extrem clever gespielt. Ja, der kann es halt. Ja. Ecker. Santorelli. Und McGregor schaut.
Pichet. Matthias Tratnik. Ja, das ist jetzt etwas zu schnell mit den Beinen. Da sind die Hände nicht ganz mitgekommen. ja, vor allem auch Beine und Hände jetzt schon wieder nach einem langen Wechsel in Unterzahl. Tomassoni. Gut gesehen in der Mitte. Trent Whitfield. Und Salzburg bricht wieder aus. Lattusa. Tomassoni. Kaum Gefahr in diesem Powerplay von Bozen. Jetzt Trent Whitfield. Zur Mitte und schon ist sie da. Die Gefahr in Person von David Laliberté. Laliberté. Trophy wieder zurück, damit Salzburg komplett. Boivin. Und Garrett Rowe. Ein ums andere Mal macht er viel richtig, hier allerdings nicht. Laliberté. Guck vors Tor, aber Bernd Brückel. Wollten alle jetzt krampfhaft mit der Vorhand was machen, alle Italiener. Garrett Rowe, ja, technisches Hoppala. Ich wollte in der Sekunde, da habe ich mir auch wieder gedacht, alles rennt über ihn. Und dann da Vorhand und auch da auf Vorhand gelegt. Und das ist dann genau die Zeit, die du einfach nicht mehr hast. Da musst du vielleicht fast einmal einen Backhand-Schuss riskieren. So, hier Laliberté, wenn er den nimmt, mit der Rückhand direkt vors Tor bringt. Ich meine, trotzdem noch gute Chance gewesen. Whitfield war da noch vor dem Tor. Trent Whitfield haben wir eben gesehen mit der 21. Er und Joe Motzko haben eines gemeinsam. Beide haben schon eine richtig große Meisterschaft gewonnen. Der eine mehr, der andere weniger. Joe Motzko 2007 Stanley Cup mit Anaheim. Obwohl nur 3 Playoff-Spiele gemacht, ist er auf dem Cup eingraviert. Trent Whitfield auf der anderen Seite 2011 für Boston. War auf dem offiziellen Teamfoto. Hat auch den Stanley Cup Ring bekommen. Steht aber nicht auf dem Cup eingraviert, weil er kein einziges Spiel gemacht hat für Boston, aber eben in der Organisation so lange dabei war. Roger Schmidt, Meistercoach vom Fußballclub Red Bull Salzburg. In der Pause Roger Schmidt bei uns im Interview. Marco Insa. Nick, Strafe angezeigt. Und das ist eigentlich interessant wer. Ja. So, hoher Stock. Und es geht wohl Matthias Tratnik. So, hier. Tratnik gegen Schofield. Ach so, da geht der Arm nach oben. Ja, also nach der Zeitlupe hätte ich jetzt fast beiden nichts gegeben, aber auch das hatten wir schon öfter. naja. Drittes Powerplay jetzt für Bozen. Ecker, Pichet. Erster abgefangen, zweiter abgefangen. Wieder Pichet. Interessant. Sehr lässig gespielt, kommt aber an auf Centerelli. Ja, interessante Aufstellung. Schaut zwischendurch fast aus wie bei 5 gegen 3, wie sie spielen. So, die sind aber nicht gut genug, diese Diagonalen von Sebastian Pichet. Gregor Sharp, Ecker. Centerelli. Und Bernd Brückel. Bernd Brückler, 11 Playoff-Spiele, 9 davon in dieser Saison gewonnen.
Santorelli. Viel Platz für ihn. Save von Bückler. Ecker hält den Puck. Pichet. Strömberg. Oh, der hat viel Platz und Anlauf. Wieder Bückler da. Auch da das Powerplay sehr variantenreich von Bozen gespielt und nicht zu durchschauen. Ja, variantenreich, ich würde fast sagen, zwischendurch unkonventionell. Das schaut nach... Oh, der abgefälschte Schuss von Sharp. Ja. Und dann Strömberg, der einfach mal eine Runde das Drittel läuft und wieder Sharp mit Vornamen McGregor an der Scheibe. Ja. Salzburg. Gute Passweg zugemacht von John Motzko. Etwas Luft für Salzburg. La Liberté. So, wieder gibt's Strafe. Liebe Herren, wir sind hier im Finale, Spiel 5. Aber aus Bozner Sicht natürlich jetzt 41 Sekunden. Doppelte Überzahl. Florian Mühlstein muss hinaus. Ja, aber lieber Basti, wir sind im Finale, aber gerade das Spielerische soll sich durchsetzen und solche Sachen verhindern das Spielerische. Ja, aus dieser Sicht eindeutig, ja, muss ich zurückstecken. Ja, aber so macht es auch keinen Spaß mit dir, wenn es jetzt so weitergeht, dass du im ja, wenn ich dir schon recht gebe jetzt. Ja. Es ist echt Zeit, dass der Sommer kommt. Mailem. Puck geht hinaus. Kommt aber sofort zurück. Sebastian Pichet. Er stellt sich Strömberg, stellt sich Egger. Santorelli. So, Augen auf. Kim Strömberg am langen Pfosten. Santorelli, Ecker. Pichet, Santorelli, Nachschuss, Ausgleich. Mit scharfer Kelle, McGregor Sharp. Neuntes Playoff-Tor, McGregor Sharp. Er und Thomas Raffel, ja, man muss dort erstmal stehen. Aber wenn man sich dort behauptet, dann kriegt man die Dinger eben. Dann kriegt man die Dinger eben. Ja, wie geil ist das? Es sind 25 Minuten noch zu spielen. Wir sind im Spiel 5 und es ist wieder alles offen. Ja, es ist... Schöner geht's nicht. Schöner wird es nicht mehr. Außer vielleicht in der Overtime. Da bin ich bei dir, ja. Und vielleicht brauchen wir dann doch noch einen 220. Tag, um die erste Eishockey-Liga zu einem guten Ende zu bringen. Und Bozen, das Tor bei 5 gegen 3. Damit einer zurück, heißt noch 1 Minute 20 Überzahl. Thomasson hält den Puck hier, aber der geht hinaus. Dem HCB hat ja in Europa noch ein Team die Chance, zum ersten Mal sich einen internationalen Titel zu sichern. Lev Prag steht im Finale der KHL, der
vornehmlich russischen Liga. Sich dort bis ins Finale vorgekämpft, trifft dort auf Magnitogorsk. Das ist die erste nicht-russische Mannschaft, die damals in einem... Achtung, Ecker! Piché. Strömberg. Centerelli. Und Piché. Strömberg. Gut verteidigt von Fahey, der weit hinauskommt. Ebenso Motzko. Centerelli. Vor dem Tor eingeparkt. Strömberg diesmal hat nur die Rückhand hingehalten. Egger. Und auch da McGregor scharf schon wieder vor Bernd Bückler. Bernd Bückler, es ist seine zweite Finalserie. Stand 2008 mit den Espoo Blues in Finnland gegen Kärpät Oulu. Im Finale hat das verloren damals gegen Ex-KAC Goalie Andy Kyodo. Ganz kurz weg jetzt von Brückler. Interessant für mich die Aufstellung. 2 Sekunden kommt Mühlstein zurück und trotzdem kein Bozner Verteidiger, der da irgendwie aufpasst. Für den Fall, dass da jetzt der lange Pass von Salzburg rauskommt. Ja, der kommt nicht. Beziehungsweise kommt dann doch, aber nur, weil La Liberté aus 2 Metern am Tor vorbeizimmert. Und Abseitsstellung Salzburg. Klar. So, vom Bulli weg, La Liberté, das ist eine Riesenmöglichkeit. Ja, und dann weißt du, jetzt muss er schnell nach hinten gehen, weil hinten kommt an der Bande, kommt Mühlstein schon raus. David La Liberté, Hattrick im Finale, Spiel 1. Kopfnicken der Dame mit Blau in der Mitte. Jetzt muss ein torhärter Einsprecher gesagt, sonst wird das mit einem Nicken quittiert. Ist auch vom Fach die Frau. Unerlaubter Weitschuss. Bozen. Interessante Frage jetzt von mir an dich als Regelkundigen. Matthias Tratnik könnte die Scheibe da jetzt aus der Luft runterfangen mit der Hand, greift aber nicht hin. Ist es dann quasi, dass er die Scheibe durchlässt oder wäre verpflichtet gewesen, sie mit der Hand abzufangen? Frag's am besten die Linienrichter. Die müssen das immer entscheiden und wissen das sicher besser. Aber Antworten an Twitter und Facebook und so weiter. Wir lesen es uns dann durch. Josh Albois. Garrett Rowe. Garrett Rowe. Nödel, Meckler. Und Michael Boivin. Andi Nödel. Kurz der Blick zur Blauen, da kann er nicht mehr nachdenken. So, aber jetzt fehlt einer hinten. Beziehungsweise Motzko hat sich da auf einen an der blauen Linie verlassen, der nicht da war. Aber Motzko mit der Möglichkeit auf den Konter. Brophy zieht vors Tor. Motzko ausgebremst. Und auch da war wieder einer gestartet vorneweg. Markus Gander. Ein sensationelles Backcheck vorher von Bernard, der da zurückgekommen ist als Zweiter und damit aus einem 1 gegen 2 noch ein 2 gegen 2 gemacht hat. Sehr gute Defensivarbeit. Bakal.
ist schon zu sehen an der Intensität, an der Laufbereitschaft, dass es heute definitiv kein Morgen gibt. Heinrich für Lattusa. Manuel Lattusa. Lattusa macht den Lattusa mal wieder. Einige Tore erzielt Lattusa, allein durchs Drittel geschummelt, irgendwie durchgekommen, abgeschlossen. Nachgemacht hat sie im Finale 4 Markus Gander. Ein Fee. Dominik Heinrich, unglaublich gut, wie er sich aus prekären Situationen dank seiner Technik und Schnelligkeit immer wieder lösen kann. Ja, und dank seiner Wendigkeit. Er ist klein, kompakt, aber trotzdem ein total beweglicher Spieler. Und das ist so wichtig beim Eislaufen, dass du da so flink auf den Beinen bist. Salzburg. Liberté. An die Nödel. Und der Puck aus dem Spiel. Es gibt uns jetzt endlich einmal kurz die Gelegenheit. Wir können schon die Icing-Frage klären. Matthias Tratnik oder generell der Verteidiger ist in dem Fall nicht, es wird nicht von ihm verlangt, dass er die Scheibe mit der Hand spielt. Das heißt, er kann sie durchlassen und es ist trotzdem ein reguläres Icing. Grüße von einem nicht näher genannten Schiedsrichter, der uns bei SMS informiert hat.